Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute nehmen wir uns wieder Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für den Alltag. Zeit für ein Thema, das viele Familien betrifft. Betreffen bedeutet, es hat mit deinem Leben zu tun. Heute sprechen wir über Kinder in Deutschland, über Familie, über Kita, über Schule, über Elternbriefe, über Hausaufgaben, über Elternabende, über Pausenbrote, über kleine Sorgen und ruhige Lösungen. Vielleicht lebst du allein in Deutschland. Vielleicht hast du Kinder. Vielleicht möchtest du später eine Familie haben. Vielleicht kennst du Menschen mit Kindern. Auch dann ist dieses Thema nützlich. Wie? Nützlich bedeutet, es hilft. Denn Schule, Kita und Familie gehören zum Alltag in Deutschland. Alltag. Das normale Leben. Nicht Urlaub. Nicht Fest. Nicht Ausnahme. Montag, Dienstag, Mittwoch. Aufstehen. Frühstück machen. Kind anziehen. Tasche packen. Zur Kita gehen. Zur Schule gehen. Einen Brief lesen. Eine Nachricht beantworten. Hausaufgaben machen. Abendessen. Kochen. Schlafen. Für ausländische Familien kann dieser Alltag schön sein. Schön. Warm. Sicher. Aber er kann auch schwer sein. Schwer bedeutet, es kostet Kraft. Kraft. Energie. Warum? Weil Eltern nicht nur für sich selbst neu anfangen. Sie helfen auch ihren Kindern, neu anzukommen. Ankommen bedeutet, nicht nur körperlich da sein, sondern sich langsam sicher fühlen. Ein Kind muss eine neue Sprache hören, neue Freunde finden, neue Regeln verstehen, neue Lehrer kennenlernen, neue Wege gehen, neue Pausen erleben. Und die Eltern müssen alles begleiten. Begleiten bedeutet mitgehen, unterstützen, da sein. Das ist viel, sehr viel. Aber es ist machbar. Machbar bedeutet, man kann es schaffen. Nicht an einem Tag. Nicht perfekt. Nicht ohne Fehler. Aber Schritt für Schritt. Schritt. Step. Ein kleiner Schritt. Dann der nächste. Heute lernen wir Wörter und Sätze für diesen Weg. Kita. Schule. Lehrer. Lehrerin. Eltern. Kind. Hausaufgabe. Brotdose. Stundenplan. Krankmeldung. Elternabend. Zeugnis. Gespräch. Hilfe. Geduld. Mut. Mut.
Ein wichtiges Wort. Mut bedeutet, du hast vielleicht Angst, aber du machst weiter. Du verstehst nicht alles, aber du fragst. Du kennst das System noch nicht, aber du lernst. Du machst Fehler, aber du gibst nicht auf. Aufgeben bedeutet stoppen, nicht mehr versuchen. Heute geht es um genau diesen Mut im Familienalltag. Atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Du musst nicht jedes Wort sofort behalten. Behalten bedeutet im Kopf speichern. Manche Wörter kommen wieder. Wiederholung. Wiederholung bedeutet, etwas kommt noch einmal und noch einmal. Wiederholung macht Wörter vertraut. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, nicht mehr fremd. Und wenn die Wörter vertrauter werden, wird auch der Alltag vertrauter. Beginnen wir mit der Familie. Familie. Ein warmes Wort. Familie kann Mutter, Vater, Kind, Kinder, Großeltern, Geschwister, Tante, Onkel sein. Familie kann groß sein. Familie kann klein sein. Familie kann in Deutschland zusammenleben. Oder die Familie ist geteilt. Geteilt bedeutet ein Teil hier, ein Teil dort. Vielleicht lebst du mit deinem Kind in Deutschland, aber deine Eltern sind im Heimatland. Heimatland. Das Land, aus dem du kommst. Vielleicht vermisst du deine Mutter. Vielleicht vermisst dein Kind die Großeltern. Vermissen bedeutet, jemanden oder etwas sehr gern bei sich haben wollen, aber es geht nicht. Für Kinder ist ein neues Land besonders stark. Stark bedeutet hier, es wirkt sehr auf sie. Kinder lernen oft schnell. Schnell. Fast. Aber Kinder fühlen auch viel. Viel. Sie können traurig sein. Traurig. Satt. Sie können wütend sein. Wütend. Angry. Sie können still werden. Still. Quiet. Sie können plötzlich müde sein. Müde. Tired. Manchmal sagen sie nicht, ich habe Heimweh. Heimweh bedeutet Sehnsucht nach Zuhause. Sie sagen vielleicht, ich will nicht in die Schule. Ich will nicht Deutsch sprechen. Ich will nach Hause. Oder sie sagen gar nichts. Sie werden einfach ruhig. Eltern brauchen Geduld. Geduld bedeutet warten können, ruhig bleiben, nicht sofort aufgeben. Ein Kind braucht Zeit. Zeit für Sprache. Zeit für Freunde. Zeit für neue Regeln. Zeit für Vertrauen. Vertrauen bedeutet, ich fühle mich sicher. In einem neuen Land ist Vertrauen nicht sofort da. Es wächst. Wachsen bedeutet, langsam größer werden. Wie eine Pflanze. Pflanze. Plant. Ein Kind braucht Wasser, Licht, Liebe, Struktur und Ruhe. Nicht nur das Kind, auch die Eltern. Jetzt sprechen wir über Kita. Kita
Ein kurzes Wort. Kita bedeutet Kindertagesstätte. Ein Ort für kleine Kinder, bevor sie in die Schule gehen. Manche Kinder gehen in die Krippe. Krippe für sehr kleine Kinder. Manche gehen in den Kindergarten. Kindergarten für Kinder vor der Schule. In vielen Familien ist Kita sehr wichtig, weil Eltern arbeiten oder lernen müssen. Arbeiten, lernen, Sprachkurs, Ausbildung, Studium, Termine. Ohne Kita ist vieles schwerer. Einen Kita-Platz zu finden, kann schwierig sein. Kita-Platz. Ein Platz für dein Kind in einer Kita. In manchen Städten gibt es lange Wartelisten. Warteliste bedeutet, viele Familien warten auf einen Platz. Warten. Wait. Du meldest dein Kind an. Anmelden bedeutet offiziell registrieren. Du füllst ein Formular aus. Formular. Papier- oder Online-Dokument mit Fragen. Name des Kindes. Geburtsdatum. Adresse. Telefonnummer. Arbeitszeiten der Eltern. Gewünschte Betreuungszeit. Betreuung. Care. Zeit, in der die Kita auf das Kind aufpasst. Das klingt einfach, aber es kann kompliziert sein. Kompliziert. Nicht einfach. Vielleicht verstehst du die Webseite nicht. Webseite. Internetseite. Vielleicht gibt es ein Online-Portal. Portal. Eine Internetseite für Anmeldung. Vielleicht musst du mehrere Kitas kontaktieren. Kontaktieren bedeutet anrufen oder schreiben. Vielleicht musst du warten. Vielleicht bekommst du keine Antwort. Das macht Stress. Eine Lösung ist Ordnung. Ordnung bedeutet, alles hat seinen Platz. Mache eine Liste. Liste. Welche Kitas gibt es in deiner Nähe? Nähe. Nähe. Welche Adresse? Welche Telefonnummer? Welche E-Mail? Hast du schon geschrieben? Wann? Was war die Antwort? Eine Liste hilft. Ohne Liste vergisst man schnell etwas. Vergessen bedeutet nicht mehr im Kopf haben. Ein Satz für die Kita. Guten Tag, ich suche einen Kita-Platz für mein Kind. Oder, mein Kind ist 3 Jahre alt. 3 Jahre alt. Age. Haben Sie noch freie Plätze? Freie Plätze. Available places. Wie kann ich mein Kind anmelden? Welche Unterlagen brauchen Sie? Unterlagen. Documents. Diese Sätze sind wichtig. Du kannst sie am Telefon benutzen. Du kannst sie in einer E-Mail benutzen. Wenn dein Kind einen Kita-Platz bekommt, beginnt die Eingewöhnung. Eingewöhnung. Ein langes Wort. Es bedeutet, das Kind gewöhnt sich langsam an die Kita. Gewöhnen bedeutet, etwas wird langsam normal. Am Anfang bleibt das Kind vielleicht nur kurz. 1 Stunde. 2 Stunden. Dann länger. Die Eltern bleiben vielleicht zuerst dabei. Dabei bleiben bedeutet in der Nähe bleiben. Dann gehen sie kurz weg. Das Kind lernt, Mama kommt wieder. Papa kommt wieder. Ich bin sicher. Sicher.
Safe. Eingewöhnung ist emotional. Emotional bedeutet mit vielen Gefühlen. Das Kind kann weinen. Weinen. Cry. Die Eltern können auch traurig sein. Das ist normal. Normal. Ein neues Kind, eine neue Sprache, neue Erzieherinnen, neue Kinder. Erzieherin. Frau, die in der Kita mit Kindern arbeitet. Erzieher. Mann, der in der Kita arbeitet. Sie begleiten Kinder. Sie spielen. Sie trösten. Trösten bedeutet, jemanden beruhigen, wenn er traurig ist. Sie helfen beim Essen, beim Anziehen, beim Schlafen, bei Konflikten. Konflikt, Streit, Problem zwischen Kindern. Du kannst mit den Erziehern sprechen. Einfach, kurz, klar. Mein Kind versteht noch wenig Deutsch. Mein Kind braucht am Anfang etwas Zeit. Mein Kind isst kein Schweinefleisch. Schweinefleisch. Pork. Mein Kind hat eine Allergie. Mein Kind. Allergie. Körper reagiert schlecht auf etwas. Mein Kind schläft mittags noch. Mittagsschlaf. Buh. Schlaf am Mittag. Diese Informationen helfen der Kita. Helfen bedeutet Support. In der Kita gibt es oft eine Brotdose. Brotdose. Eine Box für Essen. Du packst Frühstück ein. Brot. Obst. Gemüse. Käse. Vielleicht kleine Snacks. Snack. Kleine Mahlzeit. Manche Kitas haben Regeln. Keine Süßigkeiten. Süßigkeiten. Candy. Keine Nüsse wegen Allergien. Nüsse. Nuts. Keine Glasflaschen. Glas. Glas. Frage: Was darf ich in die Brotdose packen? Packen. Put in. Diese Frage ist sehr nützlich. Jetzt sprechen wir über Schule. Schule. Ort zum Lernen. In Deutschland beginnt die Schule meistens mit der Grundschule. Grundschule. Schule für die ersten Jahre. Kinder lernen lesen, schreiben, rechnen. Rechnen bedeutet mit Zahlen arbeiten. Sie lernen auch Sachunterricht, Sport, Musik, Kunst. Sachunterricht. Fach über Natur, Alltag, Umgebung. Später kommen weiterführende Schulen. Weiterführend bedeutet nach der Grundschule. Aber das System ist je nach Bundesland unterschiedlich. Bundesland. Region in Deutschland, zum Beispiel Bayern, Hessen, Berlin, Sachsen. Unterschiedlich. Nicht gleich. Für ausländische Eltern kann das Schulsystem verwirrend sein. Verwirrend bedeutet confusing. Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufsschule, Förderschule, viele Wörter, viele Wege. Du musst nicht alles am ersten Tag verstehen. Nicht alles. Stück für Stück. Stück. Part. Frage die Schule. Frage Lehrer. Frage Beratungsstellen. Beratungsstelle. Ort, wo Menschen dir Rat geben. Rat bedeutet Advice.
Wenn dein Kind neu in die Schule kommt, gibt es vielleicht eine Anmeldung. Schulanmeldung. Offizielle Anmeldung für die Schule. Du brauchst Unterlagen. Pass oder Ausweis. Geburtsurkunde. Geburtsurkunde. Papier über Geburt. Meldebescheinigung. Papier über Adresse. Impfpass. Impfpass. Dokument über Impfungen. Impfung. Vaccination. Vielleicht Zeugnisse aus dem Heimatland. Zeugnis. Report Card. Vielleicht braucht die Schule Übersetzungen. Übersetzung. Translation. Einsatz für die Schule. Welche Unterlagen brauchen wir für die Anmeldung? Oder mein Kind spricht noch wenig Deutsch. Gibt es Unterstützung für Deutsch als Zweitsprache? Zweitsprache. Second Language. Wer ist unsere Ansprechperson? Ansprechperson. Ansprechperson. Die Person, die du fragen kannst. Dieses Wort ist sehr wichtig. Ansprechperson. Wer hilft mir? Wer weiß Bescheid? Bescheid wissen bedeutet informiert sein. Viele Schulen haben besondere Unterstützung für Kinder, die Deutsch lernen. Vielleicht gibt es Deutschförderung. Deutschförderung bedeutet extra Hilfe für Deutsch. Förderunterricht. Unterricht, der hilft. Vielleicht gibt es Vorbereitungsklassen. Vorbereitung. Getting ready. Vielleicht lernt dein Kind zuerst in einer kleinen Gruppe. Vielleicht geht es direkt in eine normale Klasse. Normal. Jede Schule ist anders. Frage. Fragen ist erlaubt. Erlaubt bedeutet allowed. Jetzt sprechen wir über den ersten Schultag. Erster Schultag. Ein großer Tag. Groß. Wichtig. Dein Kind ist vielleicht nervös. Nervös bedeutet aufgeregt, unsicher. Du bist vielleicht auch nervös. Neue Schule, neue Lehrerin, neue Kinder, neue Sprache. Am Morgen stehst du früh auf. Früh. Early. Du machst Frühstück. Frühstück. Erste Mahlzeit am Tag. Du packst die Schultasche. Schultasche. Tasche für die Schule. Hefte. Bücher. Federmäppchen. Federmäppchen. Tasche für Stifte. Bleistift. Pencil. Radiergummi. Eraser. Lineal. Ruler. Brotdose. Trinkflasche. Trinkflasche. Bottle for water. Vielleicht gibt es einen Stundenplan. Stundenplan. Plan für Unterricht. Montag. Deutsch, Mathe, Sport. Dienstag. Sachunterricht, Kunst, Musik. Mathe, Mathematik. Kunst. Art. Sport. P. Musik. Music. Dein Kind muss wissen, welche Sachen es mitnehmen muss.
Mitnehmen. Bring. Wenn Sport ist, braucht es Sportsachen. Sportsachen. Clothes for Sport. Wenn Kunst ist, braucht es vielleicht Malkasten. Malkasten. Paintbox. Wenn Schwimmen ist, braucht es Badezeug. Badezeug. Swimming Clothes. Für Eltern ist der Stundenplan wichtig. Du kannst ihn an den Kühlschrank hängen. Kühlschrank. Fridge. Oder ins Handy fotografieren. Jeden Abend schauen, was ist morgen. 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 Tomorrow. Welche Bücher, welche Hefte, welche Kleidung. Vorbereitung am Abend macht den Morgen leichter. Leichter bedeutet nicht so schwer. Wenn du morgens alles suchst, kommt Stress. Stress. Druck. Besser. Abends packen. Packen. Prepare. Jetzt sprechen wir über Elternbriefe. Elternbrief. Ein Brief von der Schule an die Eltern. Elternbriefe sind sehr wichtig. Sie informieren über Ausflüge, Klassenfahrten, Termine, Geld, Materialien, Elternabende, Krankheit, Projekte, Ausflug, Trip, Klassenfahrt, School Camp or Class Trip, Material, Things needed, Projekt, a special learning activity. Elternbriefe können lang sein. Lang. Viele Wörter. Manchmal schwer zu verstehen. Besonders für Eltern, die Deutsch lernen. Wenn ein Elternbrief kommt, bleib ruhig. Ruhig. Calm. Lies zuerst das Datum. Datum. Date. Dann suche, was passiert. Wann. Wo. Was muss ich tun? Muss ich unterschreiben? Unterschreiben bedeutet sign. Muss ich Geld bezahlen? Bezahlen. Pay. Muss mein Kind etwas mitbringen? Mitbringen. Bring. Gibt es eine Frist? Frist. Deadline. Markiere diese Dinge. Markieren. Highlight. Ein wichtiger Satz. Können Sie mir bitte kurz sagen, was ich machen muss? Das kannst du an andere Eltern, Lehrer oder Schulsekretariat senden. Schulsekretariat. School Office. Nicht jeder Elternbrief muss Wort für Wort übersetzt werden. Wichtig ist, was muss ich tun? Was ist die Aufgabe für mich als Elternteil? Elternteil. Mother or Father. Du kannst eine Mappe für Schulbriefe machen. Mappe. Folder. Eine Mappe für Schule. Darin sammelst du Briefe, Termine, Zeugnisse, Formulare. Sammeln bedeutet Collect. Oder du machst Fotos mit dem Handy. Handy. Smartphone. Erstelle einen Ordner im Handy. Schule. Ordner. Folder. Speichere Elternbriefe dort. Speichern. Save. Ordnung. Hilft. Ordnung macht weniger Stress. Jetzt sprechen wir über Hausaufgaben. Hausaufgabe. Aufgabe für zu Hause. Viele Kinder bekommen Hausaufgaben. Manche wenig,
manche viel. Hausaufgaben können für ausländische Familien schwer sein. Warum? Weil das Kind vielleicht Deutsch lernt. Und die Eltern auch. Das Kind fragt, was bedeutet diese Aufgabe? Die Eltern verstehen vielleicht nicht alles. Dann fühlen sich beide schlecht. Schlecht. Not good. Du musst nicht perfekt Deutsch können, um deinem Kind zu helfen. Du kannst Struktur geben. Struktur. Ordnung. Feste Zeit. Ruhiger Platz. Platz. Place. Stift. Heft. Wasser. Kleine Pause. Pause. Du kannst fragen, was musst du machen? Was verstehst du schon? Wo brauchst du Hilfe? Hilfe. Support. Du kannst dein Kind ermutigen. Ermutigen bedeutet Mut geben. Versuch es erst einmal. Versuch. Try. Wir schauen zusammen. Zusammen. Together. Wenn du die Hausaufgabe nicht verstehst, schreibe eine kurze Nachricht an die Lehrerin. Entschuldigung, wir haben die Aufgabe nicht ganz verstanden. Können Sie sie bitte noch einmal erklären? Das ist okay. Wirklich. Wirklich bedeutet really. Lehrer wissen oft, dass Familien unterschiedliche Sprachen sprechen. Unterschiedlich. Different. Fragen ist besser als Schweigen. Komm. Schweigen bedeutet nichts sagen. Jetzt sprechen wir über Elternabend. Elternabend. Ein Treffen in der Schule für Eltern. Meistens am Abend. Dort spricht die Lehrerin oder der Lehrer über die Klasse. Klasse. Group of Students. Themen. Regeln. Termine. Ausflüge. Materialien. Manchmal wählen Eltern einen Elternvertreter. Elternvertreter. Ein Elternteil, der andere Eltern vertritt. Vertreten bedeutet represent. Elternabend kann für ausländische Eltern schwer sein. Viele Menschen sprechen schnell. Viele Informationen. Wenig Zeit. Du sitzt da und verstehst vielleicht nur die Hälfte. Hälfte. Half. Das ist normal. Du kannst dich vorbereiten. Vorbereitung. Schreib Fragen vorher auf. Zum Beispiel, wie kann ich mein Kind zu Hause unterstützen? Unterstützen. Support. Welche Materialien braucht mein Kind? Gibt es wichtige Termine? Wie läuft die Kommunikation? Kommunikation. Austausch von Informationen. Gibt es eine WhatsApp-Gruppe? Manche Klassen haben Elterngruppen. Elterngruppe. Gruppe von Eltern. Nicht offiziell immer, aber praktisch. Beim Elternabend kannst du nach dem Treffen kurz zur Lehrerin gehen. Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Können Sie mir bitte die wichtigsten Punkte kurz sagen? Wichtigste Punkte. Main Points. Oder können Sie mir die Informationen schriftlich geben? Schriftlich. In writing. Das hilft. Wenn du schüchtern bist, kannst du eine E-Mail schreiben. Schüchtern bedeutet shy. Auch das ist okay. Jetzt sprechen wir über Lehrer.
Lehrer, Lehrerin. Menschen, die Kinder unterrichten. Unterrichten bedeutet teach. In Deutschland ist die Kommunikation mit Lehrern wichtig. Kommunikation. Du musst nicht jeden Tag schreiben. Aber wenn es ein Problem gibt, melde dich. Sich melden bedeutet Kontakt aufnehmen. Wenn dein Kind krank ist, melde es krank. Krank melden. Inform the school that the child is sick. Wenn dein Kind etwas nicht versteht, frage. Wenn dein Kind traurig ist, sprich mit der Lehrerin. Wenn dein Kind gemobbt wird, sprich sofort. Mobbing. Wenn andere Kinder ein Kind immer wieder schlecht behandeln. Einsatz. Ich mache mir Sorgen um mein Kind. Sorgen. Worry. Können wir einen Gesprächstermin vereinbaren? Gesprächstermin. Ein Termin zum Sprechen. Vereinbaren bedeutet zusammen festlegen. Mein Kind fühlt sich in der Klasse nicht wohl. Sich wohlfühlen bedeutet comfortable sein. Mein Kind versteht die Aufgaben nicht. Mein Kind braucht mehr Unterstützung. Diese Sätze sind klar. Klar bedeutet verständlich. Manchmal bekommen Eltern Rückmeldungen. Rückmeldung bedeutet Feedback. Die Lehrerin sagt vielleicht, Ihr Kind arbeitet gut. Oder Ihr Kind muss mehr lesen. Lesen. Read. Oder Ihr Kind spricht wenig. Oder Ihr Kind stört im Unterricht. Stören bedeutet interrupt, disturb. Das kann wehtun. Wehtun. Hurt. Aber Rückmeldung ist nicht automatisch Angriff. Angriff bedeutet attack. Oft ist es Information. Du kannst fragen, was können wir zu Hause üben? Üben. Practice. Was empfehlen Sie? Empfehlen bedeutet recommend. Jetzt sprechen wir über Noten. Note. Grade. In Deutschland gibt es oft Noten von 1 bis 6. 1 ist sehr gut, 2 gut, 3 befriedigend, 4 ausreichend, 5 mangelhaft, 6 ungenügend. Das kann verwirrend sein, weil in anderen Ländern hohe Zahlen manchmal besser sind. In Deutschland ist die 1 sehr gut. Die 6 ist sehr schlecht. Sehr wichtig. Note 1. Sehr gut. Note 6. Ungenügend. Aber Noten sind nicht alles. Nicht alles. Besonders am Anfang in einem neuen Land. Ein Kind lernt eine neue Sprache. Vielleicht versteht es Mathematik, aber die Textaufgabe ist schwer. Textaufgabe. Math problem with words. Vielleicht weiß es die Antwort, aber kann sie auf Deutsch nicht erklären. Das ist nicht Faulheit. Faulheit bedeutet lazy. Das ist Sprachentwicklung. Sprachentwicklung. Entwicklung der Sprache. Entwicklung bedeutet Growth, Progress. Eltern können sagen, mein Kind lernt noch Deutsch.
Können wir besprechen, wie die Sprache unterstützt wird? Besprechen bedeutet discuss. Das ist wichtig. Kinder brauchen Zeit, um Fachsprache zu lernen. Fachsprache. Spezielle Sprache für ein Fach. Mathe, Sachunterricht, Biologie, Geschichte. Alltagssprache kommt oft schneller. Fachsprache dauert länger. Dauern bedeutet take time. Jetzt sprechen wir über Pausenbrot. Pausenbrot. Essen für die Pause in der Schule. Pause. Break. Brot. Bread. In Deutschland bringen viele Kinder eine Brotdose mit. Brotdose. Lunchbox. Darin sind Brot, Obst, Gemüse, Käse, Joghurt, manchmal kleine Snacks. Manche Schulen haben Regeln. Keine Süßigkeiten. Keine Limonade. Limonade. Sweet Drink. Wasser ist oft besser. Wasser. Trinkflasche. Gesund. Gesund bedeutet gut für den Körper. Vielleicht isst dein Kind zu Hause anderes Essen. Reis. Nudeln. Suppe. Warmes Essen. In der Schule ist es vielleicht ungewohnt, kaltes Brot zu essen. Ungewohnt bedeutet nicht familiar. Du kannst eine Mischung machen. Mischung. Mix. Brot plus Obst. Reisball. Wrap. Gemüse. Etwas aus deiner Kultur, aber praktisch für die Brotdose. Wichtig ist, das Kind soll essen. Essen gibt Energie. Energie für Lernen, Spielen, Sprache. Manchmal schämen sich Kinder für Essen aus der Heimat. Schämen bedeutet sich unwohl fühlen, weil man denkt, andere finden es komisch. Das tut weh. Eltern können helfen. Sag, unser Essen ist Teil unserer Familie. Teil bedeutet Part. Andere Kinder haben anderes Essen. Das ist normal. Normal. Du kannst deinem Kind Wörter geben. Das ist Essen aus meinem Land. Das schmeckt mir. Möchtest du probieren? Probieren bedeutet try. Essen kann Brücke sein. Brücke. Bridge. Aber nur, wenn das Kind sich sicher fühlt. Jetzt sprechen wir über Sprache zu Hause. Viele Eltern fragen, soll ich zu Hause Deutsch sprechen oder meine Muttersprache? Muttersprache. Die Sprache, die du von Kindheit ansprichst. Die Antwort ist nicht immer einfach, aber ein guter Grundsatz ist, sprich die Sprache, in der du warm, klar und natürlich mit deinem Kind sprechen kannst. Natürlich. Natural. Wenn deine Muttersprache stark ist, ist sie wertvoll. Wertvoll. Valuable. Kinder können mehrere Sprachen lernen. Mehrsprachig. Mit mehreren Sprachen. Deutsch ist wichtig. Ja, sehr wichtig für Schule und Alltag. Aber die Muttersprache ist auch wichtig. Sie ist Sprache der Familie. Sprache der Gefühle.
Gefühle, Feelings. Sprache der Großeltern, Sprache der Geschichten, Geschichten, Stories. Wenn Eltern nur schlechtes Deutsch sprechen und dadurch weniger mit dem Kind sprechen, kann das Kind auch etwas verlieren. Verlieren bedeutet lose. Besser ist viel sprechen in einer starken Sprache und Deutsch zusätzlich lernen. Zusätzlich. Extra. Du kannst Deutsch in den Alltag einbauen. Einbauen bedeutet include. Nicht alles auf Deutsch. Kleine Wörter. Kleine Sätze. 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 Beim Anziehen. Schuhe, Jacke, Mütze. Beim Essen. Teller, Löffel, Wasser. Beim Spielen. Ball, Auto, Puppe. Beim Einkaufen. Apfel, Brot, Milch. So lernt das Kind Deutsch spielerisch. Spielerisch bedeutet wie im Spiel, ohne Druck. Vorlesen ist sehr gut. Vorlesen bedeutet einem Kind ein Buch laut lesen. Du kannst in deiner Muttersprache vorlesen. Du kannst einfache deutsche Bücher vorlesen. Bilderbücher sind gut. Bilderbuch. Buch mit vielen Bildern. Du zeigst Baum, Haus, Hund, Katze, Kind, Schule. Du musst nicht perfekt aussprechen. Aussprache, Pronunciation. Es geht um Nähe, Sprache und Freude. Freude, Joy. Jetzt sprechen wir über Freundschaften der Kinder. Kinder brauchen Freunde. Freunde helfen beim Ankommen. Aber Freunde finden kann schwer sein. Schwer. Besonders, wenn das Kind die Sprache noch nicht gut kann. Auf dem Spielplatz kann Sprache einfacher sein. Spielplatz. Ort, wo Kinder spielen. Kinder spielen zusammen mit Ball, Sand, Schaukel, Rutsche. Schaukel. Swing. Rutsche. Slide. Manchmal brauchen sie weniger Wörter. Spielen verbindet. Verbinden bedeutet Connect. Eltern können Spielkontakte unterstützen. Spielkontakt. Ein Treffen zum Spielen. Du kannst andere Eltern fragen, möchten die Kinder einmal zusammenspielen? Oder wollen wir nach der Schule auf den Spielplatz gehen? Spielplatz ist ein guter Ort. Offen, nicht zu privat. Kinder können spielen. Eltern können kurz sprechen. Vielleicht entsteht Kontakt. Entstehen bedeutet begin to exist. Geburtstage sind auch wichtig. Geburtstag. Birthday. Kinder bekommen vielleicht eine Einladung. Einladung. Invitation. Auf der Einladung steht Datum, Uhrzeit, Adresse, Geschenkidee. Geschenk. Present. Vielleicht steht, bitte bis Freitag Bescheid geben. Bescheid geben bedeutet, sagen, ob das Kind kommt. Wenn dein Kind eingeladen ist,
antworte: Vielen Dank für die Einladung. Mein Kind kommt gern. Oder leider kann mein Kind nicht kommen. Leider. Unfortunately. Das ist höflich. Wenn dein Kind selbst Geburtstag feiert, musst du nicht groß feiern. Groß feiern. Big Party. Eine kleine Feier reicht. Reichen bedeutet enough. Ein Kuchen. Kuchen. Cake. Ein paar Kinder. Spiele. Musik. Vielleicht zu Hause, vielleicht im Park. Frage vorher nach Allergien und Essen. Gibt es etwas, das Ihr Kind nicht essen darf? Essen darf. Is allowed to eat. Das ist freundlich und sicher. Jetzt sprechen wir über Mobbing. Mobbing ist ein schweres Thema. Mobbing bedeutet, ein Kind wird immer wieder geärgert, beleidigt, ausgeschlossen oder verletzt. Ausgeschlossen bedeutet, nicht dabei sein dürfen. Beleidigt. Hurt with words. Wenn dein Kind oft traurig nach Hause kommt, nicht in die Schule will, Bauchschmerzen hat, schlecht schläft oder plötzlich sehr still wird, frage vorsichtig. Schlecht. Vorsichtig. Careful. Ist etwas passiert? Hat jemand etwas gesagt? Fühlst du dich in der Klasse wohl? Wohlfühlen. Comfortable. Wenn es Mobbing gibt, warte nicht zu lange. Sprich mit der Lehrerin. Ich mache mir Sorgen. Mein Kind erzählt, dass es geärgert wird. Geärgert. Teased. Bothered. Können wir darüber sprechen? Dokumentiere wichtige Dinge. Dokumentieren bedeutet aufschreiben. Datum. Was ist passiert? Wer war dabei? Wie oft? Das hilft. Im Gespräch. Hilfe suchen ist wichtig. Dein Kind muss wissen, ich bin nicht allein. Meine Eltern hören zu. Zuhören bedeutet listen. Jetzt sprechen wir über Schulweg. Schulweg. Weg zur Schule. Manche Kinder gehen zu Fuß. Zu Fuß gehen. Walk. Manche fahren mit Bus oder Bahn. Manche fahren mit Fahrrad. Fahrrad. Bike. Manche werden von Eltern gebracht. Bringen. Take someone somewhere. In Deutschland lernen viele Kinder mit der Zeit, selbstständig zur Schule zu gehen. Selbstständig. Alone. Independently. Aber nicht sofort. Zuerst üben. Üben. Practice. Gehe den Schulweg mit deinem Kind. Mehrmals. Mehrmals bedeutet several times. Zeige Ampeln. Ampel. Traffic light. Rot. Stop. Grün. Go. Zeige Zebrastreifen. Zebrastreifen. Crosswalk. Zeige gefährliche Stellen. Gefährlich. Dangerous. Sage, hier musst du warten. Hier schaust du links und rechts. Links. Left. Rechts. Right. Hier gehst du nicht allein. Wiederhole. Wiederholung schützt. Schützen bedeutet protect. Jetzt sprechen wir über Kleidung für Schule und Kita. In Deutschland gehen Kinder oft bei fast jedem Wetter raus. Wetter.
Weather. Auch wenn es kalt ist. Auch wenn es regnet. Deshalb braucht dein Kind passende Kleidung. Passend. Suitable. Regenjacke. Rain Jacket. Gummistiefel. Rain Boots. Matschhose. Pants for mud and rain. Matsch. Mud. Warme Jacke. Mütze. Schal. Handschuhe. Wechselkleidung. Wechselkleidung bedeutet extra clothes to change. Besonders in der Kita. Viele Kitas sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das ist ein bekannter Satz. Bekannter Satz bedeutet, viele Menschen kennen ihn. Nicht jeder liebt diesen Satz, aber er zeigt, Kinder gehen oft raus. Draußen spielen. Frische Luft. Bewegung. Natur. Deshalb Kleidung vorbereiten. Namen in Kleidung schreiben. Name. Wenn viele Kinder ähnliche Jacken haben, geht etwas schnell verloren. Verloren. Lost. Jetzt sprechen wir über Mittagessen. Mittagessen in Kita oder Schule kann unterschiedlich sein. Manche Kitas kochen. Manche bekommen Essen von einem Anbieter. Anbieter. Firma, die Essen liefert. Manche Schulen haben Mensa. Mensa. Kantine in Schule oder Universität. Manche Kinder bringen Essen mit. Frage: Gibt es Mittagessen? Wie viel kostet es? Muss ich mein Kind anmelden? Gibt es vegetarisches Essen? Gibt es Essen ohne Schweinefleisch? Was ist bei Allergien? Diese Fragen sind wichtig. Wenn das Essen Geld kostet, gibt es manchmal Unterstützung. Unterstützung. Hilfe. Für Familien mit wenig Geld gibt es in Deutschland manchmal Leistungen. Leistung bedeutet finanzielle oder praktische Hilfe. Zum Beispiel für Mittagessen, Ausflüge, Schulmaterial. Schulmaterial. School Supplies. Du kannst bei Beratungsstellen fragen, gibt es finanzielle Unterstützung für Schulessen oder Klassenfahrten? Finanzielle Unterstützung. Money Help. Es ist okay, zu fragen. Hilfe ist dafür da, genutzt zu werden. Nutzen. Use. Jetzt sprechen wir über Ferien. Ferien. School Holidays. In Deutschland haben Kinder mehrmals im Jahr Ferien. Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien, Pfingstferien, je nach Bundesland, Abstferien, Pfingstferien. Ferien können schön sein. Kinder haben frei. Frei. No school. Aber für Eltern kann es schwierig sein. Wer betreut das Kind? Betreuung. Care. Eltern müssen arbeiten. Arbeit. Vielleicht gibt es Ferienbetreuung. Ferienbetreuung. Care during school holidays. Frage früh. Früh. Nicht zu spät. Plätze können schnell voll sein. Voll. Voll. Ein Satz. Gibt es Ferienbetreuung? Wann muss ich mein Kind anmelden? Was kostet die Ferienbetreuung? Was muss mein Kind mitbringen? Diese Sätze helfen. Ferien brauchen Planung. Planung.
Plan. Besonders wenn du keine Großeltern in Deutschland hast. Großeltern. Grandparents. Viele deutsche Familien bekommen Hilfe von Oma und Opa. Oma. Grandma. Opa. Grandpa. Ausländische Familien haben das oft nicht. Das ist schwer. Du darfst das schwer finden. Es ist wirklich schwer. Jetzt sprechen wir über Elternnetzwerke. Netzwerk. Viele Kontakte. Andere Eltern können sehr helfen. Eine Mutter kennt die Regeln. Ein Vater weiß, wann der Ausflug ist. Eine andere Familie weiß, wo man günstige Sportschuhe kaufen kann. Günstig. Not expensive. Eine andere Mutter kann einen Elternbrief erklären. Kleine Elternkontakte sind Gold. Gold bedeutet hier sehr wertvoll. Wie findest du Elternkontakte? Beim Bringen und Abholen. Bringen. Drop off. Abholen. Pick up. Auf dem Spielplatz. Beim Elternabend. In der WhatsApp-Gruppe. Beim Kindergeburtstag. Du kannst einfache Sätze sagen: Hallo, ich bin die Mutter von. Oder ich bin der Vater von. Unsere Kinder sind in einer Klasse. Ich lerne noch Deutsch, aber ich freue mich über Kontakt. Freuen. Be happy. Das ist ehrlich und freundlich. Jetzt sprechen wir über Deutschlernen für Eltern. Eltern brauchen spezielles Deutsch. Pie, her. Nicht nur allgemeines Deutsch. Allgemein bedeutet general. Eltern brauchen Kita-Deutsch und Schuldeutsch. Kita-Deutsch. Brotdose, Wechselkleidung, Abholzeit, Eingewöhnung, Schlafsack, Windeln, Allergie, Ausflug. Windel. Diaper. Abholzeit. Time to pick up. Schuldeutsch. Stundenplan, Hausaufgabe, Elternbrief, Klassenarbeit, Zeugnis, Elternabend, Krankmeldung, Ausflug, Klassenfahrt, Sportzeug. Sportzeug. Sportsclothes. Lerne Deutsch nach Situationen. Situation 1. Kind krank melden. Situation 2. Elternbrief verstehen. Situation 3. Lehrerin schreiben. Situation 4. Hausaufgaben erklären. Situation 5. Spielkontakt machen. Situation 6. Kita. Frage stellen. Für jede Situation 3 Sätze. 3 Sätze reichen für den Anfang. Kind krank melden. Guten Morgen. Mein Kind ist krank und kommt heute nicht in die Schule. Es hat Fieber. Ich melde mich, wenn es wieder gesund ist. Gesund. Healthy. Lehrerin schreiben. Guten Tag, Frau. Ich habe eine Frage zu den Hausaufgaben. Wir haben den Elternbrief nicht ganz verstanden. Könnten Sie uns bitte kurz erklären, was wir mitbringen sollen? Diese Sätze sind sehr nützlich. Schreibe sie auf. Wiederhole sie. Sprich sie laut. Laut. Mit Stimme. Dein Mund muss die Sätze kennen. Nicht nur dein Kopf. Kopf. Head. Jetzt sprechen wir über digitale Kommunikation. Viele Schulen nutzen Apps. App. Programm auf dem Handy. Vielleicht heißt die App anders je nach Schule.
Dort kommen Nachrichten, Termine, Hausaufgaben, Krankmeldungen. Am Anfang ist das schwer. Login, Passwort, Nachricht, Push-Mitteilung. Push-Mitteilung bedeutet eine automatische Nachricht auf dem Handy. Du musst die App regelmäßig prüfen. Regelmäßig. Immer wieder. Sonst verpasst du Informationen. Verpassen bedeutet nicht mitbekommen. Eine Lösung, feste Zeit. Jeden Abend nach dem Essen. Schul-App prüfen. Jeden Abend. 5 Minuten. Gibt es eine neue Nachricht? Gibt es Hausaufgaben? Gibt es eine Frist? Gibt es Sport morgen? Gibt es Ausflug? Feste Gewohnheit hilft. Gewohnheit. Habit. Ohne Gewohnheit vergisst man schnell. Mit Gewohnheit wird es leichter. Jetzt sprechen wir über Konflikte zwischen zwei Kulturen. Kultur. Wie Menschen leben, denken, essen, sprechen, feiern. Dein Kind lebt vielleicht zwischen zwei Kulturen. Zu Hause eine Kultur. In der Schule eine andere Kultur. Das kann schön sein. Schön. Reich. Reich bedeutet hier voller Erfahrung. Aber es kann auch verwirrend sein. Verwirrend. Das Kind fragt vielleicht, warum machen wir das anders? Warum essen andere Kinder anders? Warum feiern sie anders? Warum sprechen sie zu Hause Deutsch und wir nicht? Warum habe ich 2 Sprachen? Du kannst deinem Kind erklären, 2 Kulturen sind keine Schwäche. Schwäche. Weakness. 2 Sprachen sind ein Schatz. Schatz. Treasure. Du hast 2 Welten in dir. Welt. World. Das ist besonders. Besonders. Special. Aber sag es nicht nur einmal. Kinder müssen es oft hören. Oft. Many times. Wiederholung hilft auch dem Herzen. Herz. Heart. Vielleicht möchte dein Kind manchmal nur deutsch sein. Vielleicht möchte es nicht auffallen. Auffallen bedeutet different aussehen, bemerkt werden. Vielleicht möchte es kein Essen aus der Heimat mitnehmen. Vielleicht möchte es nur wie die anderen sein. Das kann wehtun. Aber es ist oft Teil des Ankommens. Teil. Part. Du kannst ruhig bleiben. Ich verstehe, dass du dazugehören möchtest. Dazugehören. Belong. Unsere Kultur bleibt trotzdem wichtig. Trotzdem. Ebenso. Ruhig, nicht hart. Jetzt sprechen wir über Jugendliche. Jugendliche. Teenagers. Für Jugendliche ist ein neues Land oft besonders schwer. Sie müssen Sprache lernen, Schule schaffen, Freunde finden, Identität verstehen. Identität. Wer bin ich? Sie wollen dazugehören, aber nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Behandeln. Treat. Sie brauchen Respekt. Respekt. Sie brauchen Grenzen. Grenzen. Boundaries. Sie brauchen Gespräch. Gespräch. Conversation. Mit Jugendlichen hilft Zuhören. Zuhören. Nicht sofort korrigieren. Korrigieren. Correct. Nicht sofort predigen. Predigen bedeutet lange belehren.
erst hören. Was war heute schwer? Was war gut? Mit wem hast du gesprochen? Verstehst du den Unterricht? Brauchst du Hilfe? Manchmal kommt keine Antwort. Jugendliche sagen vielleicht nichts. Alles okay. Das ist normal. Bleib offen. Offen. Available. Nicht drücken. Drücken. Pressure. Aber da sein. Da sein. Jetzt sprechen wir über Zukunft. Zukunft bedeutet Future. Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft der Kinder. Welche Schule, welche Ausbildung, welche Noten, welcher Beruf? Beruf. Job. In Deutschland gibt es viele Wege. Studium. Universität. Ausbildung. Berufsausbildung. Praktikum. Praktikum. Work Experience. Realschule. Gymnasium. Gesamtschule. Jeder Weg kann Wert haben. Wert. Value. Es ist wichtig, Informationen zu bekommen, aber nicht in Panik zu gehen. Panik. Strong Fear. Sprich mit Lehrern. Sprich mit Beratungsstellen. Frage nach Berufsberatung. Berufsberatung. Advice about jobs and education. Frage: Welche Möglichkeiten hat mein Kind? Möglichkeit. 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 Option. Was empfehlen Sie? Welche Unterstützung gibt es? Je mehr du fragst, desto klarer wird der Weg. Klar. Clear. Nicht sofort perfekt. Aber klarer. Jetzt stellen wir uns einen normalen Familientag vor. Ein Montag. Der Wecker klingelt. Wecker. Alarmglock. Du öffnest die Augen. Dein Kind schläft noch. Du stehst auf. Du machst Frühstück. Brot. Obst. Tee. Milch. Du packst die Brotdose. Brotdose. Lunchbox. Du füllst die Trinkflasche. Trinkflasche. Du schaust auf den Stundenplan. Heute hat dein Kind Sport. Sport. Du packst Sportschuhe ein. Sportschuhe. Shoes for Sport. Du wächst dein Kind. Wecken. Wake up. Es ist müde. Du sagst ruhig: Guten Morgen. Wir müssen aufstehen. Ruhig. Calm. Dein Kind sagt: Ich will nicht. Du atmest. Du sagst: Ich weiß, du bist müde. Wir machen langsam. Langsam. Slowly. Du hilfst beim Anziehen. Anziehen. Get dressed. Jacke. Schuhe. Mütze. Tasche. Ihr geht los. Der Schulweg ist kalt. Kalt. Ihr seht andere Kinder. Vor der Schule sagst du: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schönen Tag. Have a nice day. Dein Kind geht hinein. Vielleicht dreht es sich noch einmal um. Du winkst. Winken. Wave. Dann gehst du weiter. Später bekommst du eine Nachricht von der Schule.
Dein Kind braucht morgen Kleber und Schere. Kleber, Glue, Schere, Scissors. Du schreibst es auf. Nach der Arbeit gehst du in die Drogerie. Drogerie, Laden für Alltagsprodukte. Du kaufst Kleber. Du kaufst Schere. Du kaufst auch Taschentücher. Taschentücher. Tissues. Zu Hause macht dein Kind Hausaufgaben. Es versteht eine Aufgabe nicht. Du verstehst sie auch nicht ganz. Ihr schaut zusammen. Zusammen. Du sagst, wir versuchen es. Versuch. Try. Ihr schreibt eine kurze Nachricht an die Lehrerin. Nicht perfekt, aber klar. Klar. Am Abend esst ihr zusammen. Zusammen essen. Gemeinsam essen. Dein Kind erzählt ein kleines Stück vom Tag. Heute habe ich mit Amir gespielt. Spielen. Play. Du freust dich. Freuen. Be happy. Ein kleiner Kontakt. Ein kleiner Erfolg. Erfolg. Dann packt ihr die Tasche für morgen. Morgen. Tomorrow. Du legst Kleidung bereit. Bereit. Ready. Das Kind schläft. Du bist müde. Sehr müde. Aber du hast den Tag geschafft. Geschafft. Done. Nicht perfekt. Aber geschafft. So sieht Familienleben oft aus. Viele kleine Aufgaben. Viele kleine Sorgen. Viele kleine Erfolge. Ein verlorener Handschuh. Handschuh. Glove. Ein vergessener Elternbrief. Ein neues deutsches Wort. Ein Freund auf dem Spielplatz. Ein schwieriger Morgen. Ein ruhiger Abend. Alles gehört dazu. Dazugehören bedeutet part of it. Jetzt wiederholen wir wichtige Wörter. Familie. Kinder. Kita. Kindergarten. Schule. Grundschule. Lehrer. Lehrerin. Erzieher. Erzieherin. Anmeldung. Unterlagen. Elternbrief. Stundenplan. Hausaufgabe. Brotdose. Trinkflasche. Pausenbrot. Elternabend. Zeugnis. Note. Krankmeldung. Unterstützung. Deutschförderung. Spielplatz. Geburtstag. Einladung. Ferien. Betreuung. Geduld. Mut. Vertrauen. Zuhause. Diese Wörter sind kleine Schlüssel. Schlüssel. Key. Mit ihnen öffnest du Türen. Tür. Door. Eine Tür zur Kita. Eine Tür zur Schule. Eine Tür zum Gespräch mit Lehrern. Eine Tür zu anderen Eltern.
Eine Tür zum Verständnis. Verständnis. Understanding. Du musst nicht alle Türen heute öffnen. Nur eine. Eine kleine Tür. Ein kleiner Satz. Ein kleiner Schritt. Wichtige Sätze für Kita. Ich suche einen Kita-Platz. Wie kann ich mein Kind anmelden? Welche Unterlagen brauchen Sie? Mein Kind spricht noch wenig Deutsch. Mein Kind hat eine Allergie. Was soll ich in die Brotdose packen? Wichtige Sätze für Schule. Mein Kind ist krank und kommt heute nicht. Wir haben die Hausaufgabe nicht verstanden. Können Sie uns bitte helfen? Gibt es Unterstützung für Deutsch? Können wir einen Gesprächstermin vereinbaren? Was muss mein Kind morgen mitbringen? Diese Sätze sind einfach. Einfach, aber stark. Stark bedeutet powerful. Du kannst sie wiederholen. Wiederholen. Laut sprechen. Aufschreiben. In dein Handy speichern. Wenn der echte Moment kommt, bist du nicht ganz leer. Leer. Empty. Du hast Sätze. Sätze geben Halt. Halt. Support. Zum Schluss sprechen wir über dich. Nicht nur über dein Kind. Du als Elternteil. Elternteil. Mutter oder Vater. Du leistest viel. Leisten bedeutet viel schaffen. Du lernst ein neues Land. Du lernst eine neue Sprache. Du organisierst Dokumente. Du liest Briefe. Du hilfst deinem Kind. Du tröstest. Du erklärst. Du arbeitest vielleicht. Du kochst. Du planst. Du machst weiter. Weitermachen. Continue. Vielleicht fühlst du dich manchmal nicht gut genug. Nicht gut genug. Vielleicht denkst du, andere Eltern verstehen alles. Andere Eltern sprechen besser Deutsch. Andere Eltern kennen das System. Andere Eltern machen alles richtig. Aber du siehst nur das Äußere. Äußere. Outside. Du siehst nicht ihre Sorgen. Sorgen. Worries. Jede Familie hat Schwierigkeiten. Schwierigkeit. Problem. Challenge. Du bist nicht allein. Sei freundlich zu dir selbst. Freundlich. Kind. Sag zu dir, ich lerne. Ich darf fragen. Ich darf Fehler machen. Ich darf Hilfe brauchen. Hilfe brauchen ist nicht schlimm. Schlimm bedeutet bad. Hilfe brauchen ist menschlich. Menschlich. Human. Ein neues Land allein zu verstehen ist schwer. Mit Kind ist es noch schwerer. Deshalb ist jeder kleine Erfolg wichtig. Ein kleiner Erfolg. Du hast einen Elternbrief gelesen. Erfolg. Du hast eine Lehrerin gefragt. Erfolg. Du hast dein Kind krank gemeldet. Erfolg. Du hast einen Kita-Platz gesucht. Erfolg. Du hast ein neues Wort gelernt. Erfolg. Du hast dein Kind getröstet. Erfolg. Du hast heute weitergemacht. Erfolg.
Erfolg ist nicht nur Note 1. Erfolg ist auch, wir schaffen diesen Tag. Schaffen. Manage. Deutschland kann für Familien am Anfang kompliziert sein. Kompliziert. Kita-Platz. Schule. Formulare. Termine. Apps. Elternbriefe. Ferien. Betreuung. Aber es gibt Wege. Wege. Paths. Es gibt Lehrer, Erzieher, andere Eltern, Beratungsstellen, Vereine, Sprachkurse, Bibliotheken, Bibliothek, Library, Spielplätze, Nachbarschaft, Nachbarschaft, Community around your home. Du kannst diese Wege finden. Langsam. Mit Fragen. Mit Geduld. Mit Mut. Und dein Kind lernt auch. Vielleicht schneller als du denkst. Denken. Think. Eines Tages kommt es nach Hause und sagt ein deutsches Wort, das du noch nicht kennst. Vielleicht erklärt dein Kind dir etwas. Du lachst. Lachen. Smile and laugh. Die Rollen wechseln ein bisschen. Wechseln. Change. Dein Kind wird stärker. Du wirst auch stärker. Zusammen wachst ihr. Zusammen. Together. Wachsen. Grow. Zu Hause ist nicht nur ein Ort. Zu Hause ist auch ein Gefühl. Gefühl. Feeling. Für dein Kind kann zu Hause 2 Sprachen haben. 2 Kulturen. 2 Arten von Essen. 2 Arten von Festen. 2 Welten. Das kann reich sein. Reich. Reich. Nicht nur mit Geld. Reich mit Erfahrungen. Reich mit Geschichten. Reich mit Möglichkeiten. Möglichkeit. Chance. Also geh weiter. Weitergehen. Nicht schnell. Nicht perfekt. Aber weiter. Ein Elternbrief. Ein Gespräch. Ein Kita-Tag. Ein Schulmorgen. Ein Spielplatzbesuch. Ein Geburtstag. Eine Hausaufgabe. Ein deutsches Wort. Ein ruhiger Abend. Ein kleiner Schritt. Und dann der nächste. Atme ruhig. Du machst mehr, als du denkst. Dein Kind sieht dich. Es sieht, dass du lernst. Es sieht, dass du fragst. Es sieht, dass du nicht aufgibst. Dieses Vorbild ist stark. Vorbild bedeutet ein Beispiel für andere. Du zeigst deinem Kind, man darf neu anfangen. Man darf Fehler machen. Man darf lernen. Man darf Hilfe suchen. Man darf wachsen. Und jetzt ist genug für diesen Moment. Genug Wörter. Genug Sätze. Genug Alltag. Du kannst Pause machen. Pause. Du kannst später wieder lesen. Du kannst ein paar Sätze auswählen. Auswählen. Choose. Du kannst sie üben. Üben. Du kannst sie benutzen. Benutzen. Und langsam wird das Thema vertrauter. Kita. Schule. Elternbrief. Hausaufgaben. Lehrer.
Unterstützung, Familie, Zuhause, ein Kind, eine Tasche, ein Elternbrief, ein Gespräch, ein neuer Satz, ein kleiner Mut, ein Schritt und dann der nächste.